Hallo, mein Name ist Jorge und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal I Love Kuba. Mit dem Monat Februar steht auch das nächste Video zur aktuellen Lage in Kuba an. Wir betrachten den Wechselkurs, ja, die aktuellen Einreisebestimmungen und Themen und Ereignisse, die zuletzt und aktuell passiert sind. Bevor wir jedoch starten, checkt nochmal, ob ihr meinen Kanal bereits abonniert habt. Wenn nicht, dann nehmt euch kurz die Zeit dafür. Nun aber lasst uns loslegen. Starten wir wie immer mit dem aktuellen Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs liegt bei 1:24. Wie wir wissen, liegt der offizielle Wechselkurs für Handlungen in Kuba jedoch bei 120 Peso pro Dollar abzüglich 8% Servicegebühren. Der informelle Wechselkurs ist in den letzten Wochen wieder explodiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen dieses Videos liegt der Kurs inzwischen bei 290 Peso pro Dollar bzw. 295 Peso pro Euro. Auf Eltoque könnt ihr den täglichen Kurs nachschauen. Den Link findet ihr unten, ja, unter diesem Video in dieser Videobeschreibung. Seit dem letzten Monat ist der Kurs um gut 20 bis 25 Peso gestiegen und es scheint aktuell nicht so, als ob es zeitnah wieder runtergeht. Ich habe auch schon Angebote um die 300 Peso und mehr pro Euro wahrgenommen. Für den Kubaner ist es immer schwieriger, für den Touristen wird es wiederum günstiger. Ja, das zweischneidige Schwert der aktuellen Währungssituation. Kommen wir zu den Einreisebestimmungen. Was wird benötigt? Die Zollangaben werden online verpflichtend über der Viajeros abgefragt. Hierzu habe ich ein extra Video online. Zusätzlich zu den Zollangaben wird noch die Touristenkarte, also sozusagen das Touristenvisa und eine Auslandskrankenversicherung benötigt. Die Versicherungspolice sollte nach Möglichkeit in Spanisch ausgestellt sein. Habt ihr diese Dinge, also das Online-Formular de Viajeros, die Touristenkarte und die Auslandskrankenversicherung, ja, dann könnt ihr nach Kuba reisen. Ein mindestens 6 Monate gültigen Reisepass ist selbstredend. Viel mehr ist dann auch nicht mehr notwendig. Sofern ihr noch keine Touristenkarte habt, könnt ihr diese gerne über meinen Link in der Videobeschreibung bei Kuba Buddy erwerben. Ihr zahlt keinen Cent mehr, aber ich erhalte einen Obolus. Die Standardlieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Per Expressversand erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands ja, innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Das Ganze funktioniert über meinen Affiliate-Link. Diesen findet ihr in der Videobeschreibung. Mit dem Kauf über meinen Link unterstützt ihr mich und meinen Kanal. Ich danke euch. Die im Allgemeinen stark subventionierten Preise für Treibstoff, Strom und staatliche Transporte werden steigen. In den YouTube Shorts habe ich hierzu schon mal eine Meldung abgegeben. Der Literpreis steigt von 30 Peso auf 156 Peso. Für Touristen mit Mietwagen gibt es ausgewählte Tankstellen, die nur gegen Devisen verkaufen. Der Liter kostet entsprechend 1,30 Dollar. Ja, neben den Benzinpreisen werden auch Strom- und Wasserpreise sowie ja, Kochgaszylinder steigen. Zigaretten und Tabakwaren sowie Transportdienste steigen ebenfalls im Preis. Aber nicht nur Preise steigen, auch die Gehälter in den Bereichen Bildungs- und Gesundheitswesen sollen erhöht werden. Je nach Dienstjahren soll das Gehalt mit einem Aufschlag von bis zu 3000 Peso zusätzlich zum Basisgehalt steigen. Außerdem werden Sonderzuschläge für ja, Nachtschichten und Mehrbelastungen etc. eingeführt. Zudem wird der aktuelle Wechselkurs eruiert und soll angepasst werden. In Kuba sind einige Veränderungen angekündigt und wir werden hier davon berichten. Strom ist wieder ein größeres Thema in Kuba. Zuletzt wurden wieder regelmäßig Stromabschaltungen eingeführt. Es gibt wieder Pläne, nachdem 1 bis 2 Mal am Tag der Strom für 6 bis 12 Stunden abgeschaltet wird. Wir sind also wieder in der gleichen Lage wie vor einem Jahr. Eine zeitnahe Verbesserung ist nicht absehbar. Wichtig zu wissen ist jedoch, dass für Touristen ja, als eine der wichtigsten Einnahmequellen Kubas alles gemacht wird, um den Strom beizubehalten. Das heißt, in Hotels etc. wird man weniger davon mitbekommen.
Es wurde eine neue Prepaid-Card für Devisenzahlungen eingeführt und ist seit dem 24. Januar erhältlich. Sie kann in den örtlichen Wechselstuben Kadekas für 4 $ gekauft werden. Diese Karte ist interessant für alle, die keine Kreditkarte haben, beziehungsweise nur eine Kreditkarte, die in Kuba nicht akzeptiert wird, zum Beispiel American Express. Der Wechselkurs beim Abheben ist natürlich 1:120. Die Karte ist entsprechend aufzuladen. Hier handelt es sich also um eine Prepaid-Card. Das Aufladen funktioniert entweder vor Ort in Bar oder aber auch online über tokopay.com. Der ein oder andere wird sich vielleicht wundern, denn wer meinen Kanal verfolgt, wird wissen, dass es bereits eine Prepaid-Card gibt. Der Unterschied ist, dass sich diese neue Karte primär auch an die kubanische Bevölkerung richtet. Damit wird es möglich sein, nämlich neben den Dingen, die man auch bisher mit der MLC-Karte bezahlen konnte, auch ja, Hotels, Bus- und Flugtickets und auch weitere Dinge zu bezahlen. Kuba hat einen neuen Expressversand eingeführt. Dieser Service gilt jedoch nicht für Sendungen aus Deutschland. Spanien ist das einzige europäische Land, aus dem dieser Service funktioniert. Aus zum Beispiel Deutschland ist der Paketversand per DHL weiterhin die entsprechende Lösung. Sobald es Änderungen geben sollte, hört ihr es hier. Die Statistikbehörde Kubas hat die Zahlen für 2023 in Bezug auf internationalen Besuchern veröffentlicht. Demnach sind die Zahlen um 140,2% gestiegen. Angeführt wird die Zahl von kanadischen Touristen. In Zahlen heißt es, dass ca. 3,2 Millionen Reisende und ja, gut 900.000 mehr als 2022 in Kuba waren. Ich möchte zum Ende nochmal darauf hinweisen, dass ihr in meinem Shop kubanischen Kaffee kaufen könnt. Dort findet ihr Kubita-Kaffee in 3 Varianten. 1 Kilo in Bohnen, 460 Gramm gemahlen in heller Röstung und 460 Gramm gemahlen in dunkler Röstung. Schaut gerne rein, sagt es weiter, teilt diese Informationen. Kubita-Kaffee gibt es online zu kaufen bei derletztewestkubaner.de. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also nochmal www.derletztewestkubaner.de. Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniere meinen Kanal, sofern du das noch nicht gemacht hast. Schau auch gerne meine anderen Videos rein, zum Beispiel unsere letzte Kuba-Reise 2023. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Saludos, ciao.